Hallo! Sicherlich kennt ihr, dass der Heizkörper oben kalt ist und unten wieder warm. Und es gluckert so komisch den ganzen Tag über, wenn die Pumpe läuft. Dann habt ihr Luft im Heizkörper und ihr müsst den Heizkörper einfach mal entlüften. Das ist nicht schwer. Ich zeige euch, wie das geht und gebe euch auch noch ein paar Tipps, wie ihr das fürs ganze Haus richtig machen könnt. Am Ende des Heizkörpers finden wir ein solches Ventil. Dieses Ventil hat hier einen Vierkantanschluss, manchmal sogar noch einen Schlitz drin, damit man mit einem Schraubenzieher reinkommt. Für diesen Vierkantanschluss gibt es dann auch den passenden Schlüssel, der hier, sieht man es, ein Vierkantloch hat, mit dem man das Ganze dann aufschrauben kann. So, wir packen dann den Becher zwischen rein, irgendwas, um Wasser aufzufangen, öffnen dann leicht das Ventil und hier in diesem Fall keine Luft drin, nur Wasser. Wir drehen das Ventil sicher zu und prüfen dann, ob es dicht ist, ob noch was nachtropft, und dann sind wir auch schon fertig. Das Ganze sollte natürlich so gemacht werden, dass wir dann auch im Keller überprüfen, ob in der Heizung noch genügend Druck ist. An der Heizung haben wir hier einen Anzeiger, der uns den Druck im Heizsystem anzeigt. Solange die Nadel im grünen Bereich ist, brauchen wir nichts tun. Sollte die Nadel hier über den roten Pfeil nach unten abfallen, müssen wir Wasser nachfüllen, was in der Regel immer dann der Fall ist, wenn wir die Heizkörper entlüftet haben. Sollte mal die Nadel über den grünen Bereich hinausgehen, sollte Wasser aus dem System abgelassen werden, damit nicht irgendwo eine Dichtung platzt oder ein Ventil. So, und wenn wir schon hier sind an der Heizung, dann gleich noch das Thema, wie entlüfte ich das ganze System richtig. Denn um das System richtig zu entlüften, muss die Heizung auch hier ausgeschalten werden. Das bedeutet Heizung aus, damit die Pumpe nicht läuft, und dann alle Heizkörperthermostate komplett aufdrehen, also auf 5 oder 35 Grad, was auch immer ihr draufstehen habt. Und so das System die Möglichkeit geben, dass die ganze Luft in die Heizkörper aufsteigen kann. In der Regel steigt die Luft dann ins oberste Stockwerk und von dort könnt ihr dann einfach entlüften und seid euch sicher, dass alle Heizkörper ohne Luft sind. Denn die Luft verteilt sich im System, und solange die Pumpe läuft und die in irgendeiner Ecke unter Druck hält, kann es auch sein, dass irgendwo im Rohr der Durchfluss nicht hundertprozentig klappt. Drum Pumpe aus, Heizung aus, alle Heizkörper voll aufdrehen. Wenn ihr das so gemacht habt, dann wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß mit dem warmen Heizkörper in der warmen Wohnung. Bis zum nächsten Mal.